Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Interviewthema TikTok in der Gastronomie. Heute zu Gast Daniel. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Ich freue mich. Großartig. Daniel, wollen wir gleich mal starten? Magst du dich mal vorstellen? Ja, mein Name ist Daniel Levitan. Ich bin 37, bin gebürtiger Berliner, wahrscheinlich damit der Letzte seiner Art. Und ich widme mich dem Thema Social Media Advertising seit über 10 Jahren. Und irgendwann habe ich die verrückte Idee gehabt, ich mache mich selbstständig und werde das, was ich in den Firmen gelernt habe, auch anderen Firmen quasi ermöglichen. Und geplant war eigentlich, dass ich von einem Café ins nächste so ein bisschen tingle und ein bisschen meine 4, 5 Kunden habe. Ja, wurde ein bisschen mehr. Jetzt sind wir eine Social Media Advertising Agentur mit im nächsten Jahr 10 Leuten. Was Wahnsinn ist, also es geht alles in die richtige Richtung, macht auch total Spaß. Und das mache ich. Also ich leite quasi den ganzen Schmarrn hier und wir kümmern uns darum, dass alle möglichen Marken mit Social Media Advertising wirklich mehr Umsatz bekommen, mehr Leads, was auch immer deren Ziel ist. Das versuchen wir zu erreichen. Wir sind einmal fürs Kampagnenmanagement zuständig, aber auch für das ganze Kreativmaterial. Das heißt, wir schauen, was für eine Art von Content braucht es, um zum Beispiel mehr zu verkaufen oder auch mehr Leads zu generieren oder neues Personal zu finden. Also alles das, was irgendwie das Ziel der Unternehmen ist, da unterstützen wir mit Social Media Advertising. Heute haben wir das Thema TikTok ausgewählt. Du bist ja ein Profi bei Social Media. Wie wichtig ist deiner Meinung nach TikTok für die Gastronomie? Also TikTok für die Gastronomie ist echt wichtig und es wird auch immer wichtiger, weil die Plattform einfach unfassbar rasant wächst und da sollte man auf jeden Fall, wenn man die Kapazitäten hat, versuchen aktiv zu sein. Funktioniert natürlich ganz anders als die anderen Social Media Plattformen, aber TikTok für Gastronomen, dadurch, dass es so ein visueller Kanal ist, ist einfach super interessant. Das heißt, da kurzes Bewegtbild irgendwie zu produzieren und die Leute zu erreichen, ist super relevant, weil man noch echt sehr günstig oder sogar komplett kostenlos noch, weil die Plattform einfach noch diese Reichweite hat, Leute erreicht. Also ich würde, wenn es die Kapazitäten hergeht, würde ich auf jeden Fall auf diese Plattform setzen. Potenzial für jeden Gastronom von TikTok? Ja, enorm theoretisch. Also ich glaube, es gibt viele erfolgreiche Gastronomen jetzt schon. Wir hatten gerade so ein paar Beispiele ja auch besprochen. Also es gibt einfach auch hier in Berlin zum Beispiel Gastronomen, die setzen da drauf. Und wenn die Ressourcen dafür da sind, würde ich diesen Kanal echt nutzen, weil er einfach organisch noch sehr stark erinnert an die Zeiten, wo Facebook und Instagram noch so funktioniert haben. Einfach ein gutes Video gepostet und ich erreiche viele Leute. Ich werde belohnt dafür, dass ich ein gutes Video produziert habe, indem ich noch mehr Leute erreiche und theoretisch das alles noch kostenlos. Also klar, man kann Werbung schalten, aber die organische Reichweite ist einfach echt, wenn man es richtig macht, immens. Wie lässt man sich als Gastronom oder wie lässt du dich inspirieren, am besten um Videos zu gestalten? Also sollte man auf der Plattform selber aktiv sein, also man sollte wirklich einfach mal so durchgehen und schauen, was für eine Art von Content sehe ich da. Und ich würde tatsächlich, ich war ja selber, das habe ich glaube ich gar nicht erwähnt, ich war ja selber ja auch Gastronom, deshalb kenne ich mich da aus und mit Inspiration holt man sich auch ganz oft aus Dingen, die alltäglich passieren. Das heißt, wenn man zum Beispiel mal gefragt wird, irgendwas zu einem bestimmten Essen oder irgendwie in einem Gast fällt irgendwas auf, dass man sagt, hey, daraus könnte ich eigentlich eine Geschichte machen. Im Endeffekt muss ich halt eigentlich dafür sorgen, gerade auf TikTok, eine Geschichte zu erzählen, die mich erstmal catcht, wo ich sage, super spannend, das wusste ich zum Beispiel noch nicht über das Menü oder über diese Speise oder über das Restaurant, einfach Geschichten. Also das war, glaube ich, auch immer damals, wir hatten ja den Kaffeeladen in Berlin und große Herausforderung vieler Gastronomen ist, nicht das Produkt zu verkaufen, sondern die Geschichte zum Produkt oder zum Restaurant zu verkaufen. Und wenn man so denkt, wenn man eher an Geschichten denkt, dann fallen einem auch bessere Themen ein, als nur wenn man sagt, weiß nicht, das ist eine Salami-Pizza, da ist Käse drauf, Salami und Tomatensauce, das weiß ich. Aber warum sollte ich diese Pizza essen? Wo wurde die hergestellt? Wer hat sie hergestellt? Was ist die Geschichte hinter dieser Pizza? Und schon kriege ich sie auch so in meiner Gastronomie besser verkauft, als wenn ich nur sage, ja, schmeckt gut, danke, tschüss. Man sagt ja auch so oft, gib dem Kind einen Namen ab. Ja, total. Genau, beschreiben, aber halt, wie gesagt, wirklich versuchen, eine Geschichte zu verkaufen. Weil am Ende kommen die Leute nicht, klar, die kommen auch, weil es gut schmeckt, aber selbst der Geschmack ist eine Geschichte.
Und einfach nur zu sagen, wir verkaufen Pizza und fertig, das machen gefühlt noch viele falsch und vor allem auf Social Media reicht es nicht, wenn man sagt, ich weiß nicht, wir haben die Eissorten da, fertig. Wie würdest du es dann anders machen? Ich würde jetzt, nehmen wir jetzt mal schon das Pizza-Beispiel, ich weiß nicht, warum ich darauf komme, aber was ist der Ursprung dieser Pizza? Hat man irgendwie einen italienischen Background? Was war die Idee hinter der Pizza? Hat man sich dabei irgendwas gedacht? Ist die Salami irgendwie was Besonderes? Im Gegensatz zu was anderem, ist da vielleicht noch eine Zutat drauf, die nicht andere haben? Also wirklich irgendwas, wo ich sage, wow, die Pizza, eigentlich wenn ich die nicht probiert habe, So ein Alleinstellungsmerkmal. Aber auch eine Geschichte reicht zum Beispiel zu sagen, die Pizza hat den Ursprung in Sizilien, weil dort meine Oma das und das oder wie auch immer. Hoffentlich ist es wahr, also es sollte nicht der Wahrheit entsprechen, aber am Ende möchte ich ja nicht einfach nur die Pizza schmecken, sondern ich möchte die Geschichte hinter der Pizza schmecken und dafür immer wieder und wieder kommen und am besten meinen Freunden auch davon erzählen. Und so funktioniert der TikTok. Also der Inhalt sollte so gestaltet sein, dass ich das anderen auch erzählen wollen würde. TikTok im Vergleich zu Instagram, was ist der Mehrwert? Also tatsächlich das, was ich gesagt habe, dass du noch eine sehr hohe organische Reichweite hast. Also selbst komplett ohne Follower auf TikTok wirst du erst mit Reichweite belohnt dafür, dass du überhaupt aktiv bist. Also du erreichst eigentlich bei Standpunkt 0 schon um die 1000 Leute, was Instagram tatsächlich noch viel mehr eingeschränkt hat mittlerweile. Und das einfach für sich zu nutzen, zu sagen, ich lege jetzt mal los, ist der große Vorteil. Plus natürlich ist es nochmal eine jüngere Zielgruppe. Und das ist eigentlich der riesengroße Vorteil, den ich aktuell sehe, wenn man TikTok versteht als Plattform, dann kann man die Learnings daraus auch auf Instagram ziehen. Also so wie die TikTok-Inhalte funktionieren sie auf Instagram auch. Und es gibt ja auch ganz oft so Witze unter Social-Media-Advertisern oder Social-Media-Leuten, dass das, was auf TikTok gerade quasi aktuell ist, kommt nach einem Monat auf Instagram. Und ganz oft sehe ich das auch so. Also da ist schon ein Riesenpotenzial, die Plattform einfach mal zu verstehen, um dann die anderen Plattformen auch zu verstehen, weil das ist die Zukunft tatsächlich, wie die Inhalte funktionieren. Ah, und wie unterscheiden sich die Zielgruppen? Was würdest du dazu sagen? Also jünger auf jeden Fall würde ich noch sagen, auch wenn das natürlich immer weiter wandert. Also ich würde nicht den Fehler machen und sagen, TikTok ist nur eine Zielgruppe, keine Ahnung, von 13 bis 18, weil das stimmt nicht. Also ich auch bin sehr gerne auf TikTok und auch kenne viele in meiner Altersgruppe und ich bin nicht 18, die total gerne auf TikTok sind. Und sonst ist der Unterschied natürlich, dass Instagram noch ein bisschen, ich sag mal, noch mehr visuell ist im Sinne von hochwertiger. Also Instagram funktioniert natürlich noch mit schönen, hochwertigen Content, nicht nur, aber TikTok zum Beispiel gar nicht. Also wenn ich jetzt auf TikTok gehe mit hochwertig produzierten Videos oder Fotos oder was auch immer, dann verliere ich eher als auf Instagram, wo ich mit so einer Art von Inhalt gewinnen würde. Also TikTok muss noch echter wirken, noch banaler, sage ich jetzt mal, als jetzt Instagram. Es soll auch Ecken und Kanten haben? Ecken und Kanten, das funktioniert. Also ich bin auch manchmal echt beeindruckt, wie gerade auf TikTok, ich sag mal, Menschen funktionieren, die irgendwas Besonderes haben, die auf Instagram vielleicht sofort irgendwie so einen Stempel aufgedrückt haben würden, wie siehst du denn aus oder wie kleidest du dich denn? Das funktioniert gerade auf TikTok, dass man da eher auffällt und sagt, ja, ich habe halt, keine Ahnung, 5 Haare auf dem Kopf und die sind grün. Dass ich sofort mal stehen bleibe und sage, was ist hier los? Und auf Instagram würde man sagen, was ist das denn? Das passt ja gar nicht zu diesen ganzen Influencern oder sonst was ich sonst quasi, wenn ich durch den Feed scrolle auf Instagram sehe. Okay. Genau. Wie würdest du bei TikTok am besten Werbung schalten? Was würdest du Gastronomen empfehlen? Ja, also ich würde Ihnen empfehlen, erstmal überhaupt Werbung zu schalten. Also ich weiß aus meiner Erfahrung, dass viele Gastronomen da halt sich erstmal scheuen und denken, ich muss da mit Zehntausenden von Euro erstmal ran. Das ist ja das Schöne auf TikTok. Auf TikTok könnte ich ein Handy einfach nehmen, irgendwas drehen, irgendwie eine Geschichte kurz erzählen, irgendeine Besonderheit in meiner Gastronomie und könnte das dann quasi als Werbung schalten. Also ich muss nicht irgendein Kamerateam beauftragen, ich muss nicht irgendwie eine Produktionsfirma beauftragen, sondern ich kann irgendwie organisch mal was posten und sehe, hey, es hat Erfolg und dann kann ich da Geld hinterstecken. Und am besten ist es halt tatsächlich Inhalt, der sehr nativ wirkt. Das heißt, ich gebe immer das Beispiel, ich schicke dir zum Beispiel ein Video, ich bin gerade in einem Restaurant, will dir irgendwas sagen, hey Christian, schau mal, hier gibt es das und das auf dem Menü, voll cool, hier, weiß ich nicht, ist das und das ganz besonders fertig. Und das ist so gut auf TikTok, halt nicht wie, weil auf Instagram müsste ich halt wirklich schöne Fotos posten, vielleicht eine tolle Übergänge im Video machen. Auf TikTok brauche ich das gar nicht. Auch deutlich weniger Geld deswegen hat, oder? Theoretisch schon, weil ich könnte quasi wirklich mein Handy nehmen und sagen, ich mache jetzt mal ein Selfie,
Vor allem auf TikTok funktioniert auch gut Gesichter, also und auch völlig egal welches. Also ich muss, wie gesagt, keine Influencer oder irgendwas nehmen, sondern kann normale, in Anführungsstrichen, Menschen nehmen. Wir beide hätten schon. Wir hätten auf jeden Fall, wir wären total TikTok-Stars. Oder, was auch ein Trick ist, manchmal reichen auch Hände. Also wenn ich quasi nur meine Hand habe und das aufnehme und irgendwie über etwas rede mit der Hand, brauche ich nicht mal mein Gesicht und selbst das funktioniert auf TikTok echt gut. Cool. Ja. Abschlussfrage noch, Ja. Daniel. 3 Wörter und einfach kurz dein Input, weil die Wörter hört man oft, wenn man das verbindet mit TikTok. For You Page, Ja. Views und Likes. Genau, also For You Page ist ja quasi das Ziel des Ganzen. Also ich möchte ja unbedingt entdeckt werden und das ist diese For You Page. Also die For You Page ist quasi, wie, nennt sich bei Instagram, ist es der Explore Feed, also da, wo ich was entdecke. Und dafür, um da zu landen, muss ich einfach gute Inhalte erstellen. Auch wieder der Fehlglaube, dass ich da irgendwie mit irgendwelchen bestimmten Hashtags hantieren muss oder mit irgendwelchen Zeiten, zu denen ich was posten sollte. Nein, der Inhalt muss einfach gut sein. Und das Schöne ist halt, bei TikTok, ich kann theoretisch so viel posten, wie ich will. Ich werde nicht bestraft dafür, dass ich zum Beispiel jetzt, ich sag mal, meinen Feed überlade. Ich könnte sagen, ich poste 8 Mal am Tag, weil ich einfach die Zeit habe. Und guck mal, was am besten funktioniert. Und dann kann es auch am Ende vielleicht einmal am Tag sein. Aber das ist das Schöne, also der TikTok-Algorithmus belohnt mich eigentlich noch für dieses Ausprobieren, wo vielleicht andere Plattformen eher sagen, hey, du hast jetzt 4-mal Quatsch gepostet, dein 5. Beitrag, den werde ich jetzt mal nicht so vielen Leuten anzeigen. Da ist TikTok eher so, gib uns so viel Inhalt, wie du kannst. Das ist gut. Das andere waren genau Likes und Views. Natürlich auch super wichtig. Also der Algorithmus erkennt natürlich an dem, was ich tue auf TikTok, ob ein Video gut ist. Und ein Video ist gut, wenn ich es like natürlich, wenn ich es mir angucke. Aber, und das sind auch so ein paar Tricks bei TikTok, wenn ich mir ein Video zum Beispiel 2- oder 3-mal angucke, ist es natürlich mehr wert als nur einmal. Und da gibt es viele TikToker, die das einfach super smart machen und ein Video irgendwo an der Stelle schneiden, wo man das Ende nicht erwartet. Oder dass man irgendwie anhalten müsste, um irgendeine Information zu bekommen, sodass ich das Video nochmal angucke. Oder sie packen irgendwelche Dinge in den Hintergrund. Das ist einfach gerade eine Katze im Hintergrund, muss ich mir nochmal angucken. Also die verstehen, dass man da ja einfach nochmal dafür sorgen kann, dass diese View-Time oder die View-Anzahl, also ich schaue mir was nicht einmal an, sondern 3-mal an, echt wichtig sein kann. Und ja, es gibt viele andere Tricks. Aber das ist das Schöne. Also wie gesagt, TikTok funktioniert noch wie diese ganzen Facebook, Instagrams noch vor 4-5 Jahren funktioniert haben. Ich habe immer noch ein paar Tricks. Es klingt wirklich so, dass es sich lohnt, ja? Ja, also zusammenfassend ist, hat man die Zeit, sollte man sich damit auseinandersetzen, weil kein anderer Kanal, außer jetzt noch Facebook und Instagram oder keine andere Marketingmöglichkeit, bietet mir so günstig Reichweite. Also ich könnte jetzt Flyer drucken gehen, ich könnte irgendwie, weiß ich nicht, Fernsehwerbung machen, aber das ist alles viel teurer und total unspezifisch. Also es wäre wie so eine Gießkanne, so ein Gießkannenprinzip. Und bei TikTok habe ich theoretisch die Möglichkeit, wenn ich Werbung schalte, aber auch auf Instagram und Facebook, einfach granular zu sagen, die Zielgruppe, gerade für Gastronomen, super relevant, darf nur sich zum Beispiel 3 Kilometer um mein Restaurant befinden. Wo soll ich das sonst noch hinbekommen, außer auf Social Media so günstig, die richtigen Leute zu erreichen? Großartig. Ja. War sehr spannend. Vielen Dank, Daniel, Ja, dass du gerne. mit dabei warst. Danke, dass ihr mit dabei wart. Schaut bald wieder mit rein. Wir schalten gleich zum nächsten Thema, zu Social Media mit Daniel und abonniert unseren Kanal. Auf bald. Bis dann. Ciao. Ciao.